So, meine Freunde, Nummer 1 der wunderbarsten, nervigsten Tätigkeiten für Softwareentwickler ist Bugs. Ja, man findet sie schlecht, man muss alles testen und toll ist natürlich, wenn die Kunden dann auch diese Bugs reporten. Das haben wir ja letztes Mal schon geklärt und mit Gleep hier ein wirklich sehr, sehr praktisches Tool gehabt. Nummer 2 wäre allerdings auch etwas, das Gleep abdeckt und meiner Meinung nach ist es das Customer Relation Management, CRM auch genannt. So ein CRM-Tool, dazu gibt es ja viele, die sind aber alle irgendwie sehr sperrig und vor allem extrem teuer. Und hier möchte ich auch mal wieder kurz die Funktion von Gleep herausstellen. Ja, wir haben hier unten einfach so einen kleinen Button, den wir übrigens gleich noch customizen werden, so als nebenbei machen wir das mal. Was wir hier auch machen können, ist, wir können Kontaktiere uns machen. Und das möchte ich euch einmal kurz zeigen. Wenn wir hier landen bei unserem normalen Feedback, in unserer App sozusagen drin, in unserem Standard-Dashboard, sehen wir natürlich hier die Bug-Reports. Wir sehen aber auch zum Beispiel, man kann Crash-Reports und Ratings und so weiter und so fort übermitteln. Und das ist vielleicht eine ganz interessante Sache, die man hier designen kann, die man hier gestalten kann. Ich kann unter Widget meinen Button sozusagen customizen. Also erstmal kann ich natürlich hier angehen und sagen, ey, was willst du eigentlich machen, report a bug und so weiter und so fort. Man kann das natürlich auch wegmachen, also zum Beispiel, man kann hier sagen, hey, the Morpheus, das kann ich jetzt rauslassen, man kann den Namen zum Beispiel verstecken. Ich kann natürlich auch die Farben anpassen, ich kann das Logo customizen, ich kann sogar das Gleep Branding wegmachen, dazu muss ich allerdings im Growth-Bereich drin sein. Ist natürlich alles gar nicht nötig, man möchte hier wahrscheinlich eher unter Menü-Actions was Eigenes machen. Und hier sehen wir, was man alles machen kann. Das heißt, wir haben hier Report an Issue. Okay, das kennen wir ja schon. Hier kann man einfach einen Fehler an uns melden, an die Entwickler sozusagen melden. Man kann aber hier auch seine Experience bewerten. Und das schauen wir jetzt mal ganz kurz. Ich lasse das jetzt hier mal kurz drin. Das finden wir hier unten, wenn wir natürlich auf den Button klicken und dann bewerte deine Erfahrung machen. Und jetzt kann ich hier quasi so einen leicht weinenden Smiley geben und dann kommt hier noch eine Möglichkeit, Feedback zu senden. Je mehr Details, desto besser. Was können wir besser machen? Mach mal mehr auf deiner Website. So, absenden. Und jetzt ist das eigentlich schon so weit weg. Jetzt kann ich das hier wieder schließen. Und natürlich bekomme ich jetzt hier oben unter Feedback direkt das neue Feedback angezeigt. So, wir sehen hier, was wir hier bekommen haben. Ein Score von 25% ist unser aktueller Score. Ja, 25%, woher ergibt sich das? Naja, wenn wir hier unsere Ergebnisse angucken, 0%, 25%, 50%, 75%, 100% Zufriedenheit. Also das gibt quasi die Zufriedenheit an. 25% ist ziemlich scheiße, sind wir mal ehrlich. Aber ich kann hier natürlich auch lesen, was da gemacht werden soll. Und hier sehen wir Page Rating sind 25%, mach mal mehr auf deiner Webseite und dann hier noch ein Screenshot angeheftet. So, und jetzt kann ich hier sozusagen genau das machen. Ich kann hier sogar ein Ticket draus machen, ich kann hier das mir assignen, ich kann hier die Priorität eingeben und ich kann hier das den Zustand sozusagen auch auf Bug oder Crash Report umwälzen. Und was ich euch letztes Mal auch nicht gezeigt habe, ist, ich kann euch hier direkt replyen. Ich habe hier auch wieder Zugriff auf alle Daten, wie wir das auch letztes Mal gesehen haben, ganz klar. Die Reply-Option kommt sofort, ja. Das kann ich übrigens auch hier bei den Bugs machen. Ich kann hier auch direkt replyen. Das geht bei jedem einzelnen Ding, natürlich auch bei den Crash Reports und bei den Inquiries. So, was jetzt hier passiert, wenn ich hier drauf Reply drücke, dann kriegt unser Benutzer eine E-Mail. Das heißt, wir sehen ja hier, wer hat denn eigentlich gerade diesen Report abgeschickt? Diese E-Mail-Adresse steht genau hier. Die E-Mail-Adresse habe ich vorher einmal eingespeichert. Das heißt, ich habe hier quasi gesagt, melde einen Fehler. Und hier habe ich ja die E-Mail-Adresse beim ersten Mal eingeben müssen. Das liegt daran, dass da natürlich ich als Kunde sozusagen noch nicht bekannt war. Und dementsprechend musste ich hier angeben, wie man mich kontaktieren kann, wenn man eben dieses Problem beheben möchte. Jetzt muss ich keine E-Mail-Adresse mehr angeben, weil ich ja schon mal einen Fehler gemeldet habe. Und das macht Gleep sozusagen alles intern. Das heißt, das verwaltet direkt die Möglichkeit, zur Kontaktaufnahme mit. Ich kann das selbstverständlich auch direkt hier unter Inquiries sehen. Ich habe hier einmal kurz einen Test gemacht. Man kann hier auch direkt einfach auf Kontaktiere uns klicken, kann hier eine Nachricht schreiben und dann hat man hier direkt die Möglichkeit zu antworten. Es gibt hier eine kleine Unterscheidung übrigens zwischen Reply, das ist eine direkte Antwort an den Nutzer, und Note, das ist quasi eine Notiz für mich.
Also wenn ich quasi mir was merken möchte über die Sache, die hier quasi dabei ist. Und jetzt kann ich hier das Ganze auch einfach auf Close Conversation machen und dann ist das zumindest mal erledigt. Ich kann natürlich hier unter Closed Sessions auch immer noch alles sehen. So, und ja, das ist im Endeffekt die Möglichkeit, wie man auch mit seinen Konsumenten, mit den Leuten auf der Webseite direkt interagieren kann, was natürlich eine sehr, sehr hilfreiche Art und Weise darstellt, wenn man es mal so möchte. Okay, jetzt ist das aber natürlich noch nicht alles, was das Widget bietet. Wir haben jetzt geklärt, Rate Your Experience, Contact Us. Wir können aber hier noch deutlich mehr machen. Wir können hier zum Beispiel auch ein Redirect einbauen oder eine komplette Custom Option. Und da könnt ihr einfach alles einbauen, was ihr wollt. Das heißt, die Action ist in dem Fall eine Custom Action und ja, dann kann ich hier quasi einklicken, was ich möchte, die ich dann aber natürlich auch irgendwie verwalten muss. Also ich muss natürlich der Action auch irgendwie eine Bedeutung geben. Ja, aktuell ist es halt einfach nur ein Button, wo Custom Option dran steht. Das kann ich hier natürlich einstellen, wie es aussehen soll. Aber was die Action tut am Ende, das muss ich selbst machen. Und das geht unter eben den Feedback Actions, die ihr hier unter Settings Feedback Actions machen könnt. Und wir sehen hier, ich kann eine neue Action hinzufügen. Ich kann sagen, was das genau eigentlich sein soll. Das heißt, wie im System damit umgegangen werden soll. Also soll das vielleicht ein Bug sein, ein Crash Report oder irgendwas anderes. Ich kann den Screenshot Editor anschalten. Das ist im Endeffekt, wenn man einen Fehler meldet, das ist der Screenshot Editor, ja, dass man quasi sagen kann, wo was drin ist. Ich kann den hier anschalten. Ich kann sagen, ich möchte gerne die E-Mail haben dafür oder ich brauche die nicht unbedingt. Das kann ich ein- oder ausstellen. Ich kann hier aber auch sagen, Single Page Form, das heißt, Show all questions in one page. Und natürlich kann ich hier auch den Privacy-Check immer anschalten. So, und das ist im Endeffekt hier natürlich auch nochmal sinnvoll, denn ich kann mir hier sozusagen komplett alles speichern für meinen eigenen Report, sozusagen für mein eigenes Feedback-Ding und kann damit dann so umgehen, wie ich möchte. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel nie die E-Mail-Adresse haben wollt, habt ihr halt zum Beispiel keine Möglichkeit, mit euren Leuten zu schreiben, mit den Leuten, die zum Beispiel einen Bug gemeldet haben, aber ihr sammelt halt auch keine E-Mail-Adressen. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Ihr könnt hier sagen, hey, ich möchte keine Daten sammeln, habt ihr halt Schwierigkeiten, das am Ende zu debuggen. Das ist natürlich die Kehrseite, aber ihr sammelt keine Daten und das ist auch was Gutes in dem Sinne. Das heißt, ihr könnt euren Button hier komplett individuell zusammenstellen, so wie ihr das eben braucht. Und natürlich dadurch dann auch die Actions auch ein bisschen anpassen sozusagen. Das heißt, ihr könnt natürlich auch die anderen Actions anpassen, das ist klar. Also ich kann hier zum Beispiel auch bei Report an Issue, kann ich zum Beispiel hier hergehen und sagen, hey, ich will keine E-Mail-Adresse dafür sammeln müssen und ich will den Privacy-Check anschalten und ich möchte hier auch keinerlei Daten mitsammeln. Also das ist ganz klar, das geht natürlich immer. Man muss sich dann nur immer im Klaren sein, wenn man die Informationen nicht hat, kann es schwieriger werden, einen Bug zu reproducen, das heißt wieder den Bug zu finden und dementsprechend den dann auch zu verwalten. Und ja, das ist natürlich immer so ein Trade-off, aber an sich immer eine geile Option, dass man eben die Möglichkeit hat, alles für sich selber so einzustellen, wie man es braucht. So, eine weitere Möglichkeit, die ich euch hier definitiv noch zeigen möchte, ist folgendes unter Advanced. Und das finde ich einfach, ich finde es entzückend, ja, deswegen will ich das unbedingt auch zeigen. Man hat hier die Möglichkeit, den Crash Detector einzuschalten. Das heißt, man kann entweder Silent Bug Reports senden oder man kann einfach direkt den Crash Detector benutzen. Der Crash Detector unter Web, ja, also es wird hier unterschieden zwischen Web und App. Der Crash Detector unter Web funktioniert immer genau dann, wenn eine Window.error-Message bzw. ein Event auftritt. Das heißt, der wird dann automatisch getriggert. Wenn Window.error erscheint, dann wird der Crash Detector ausgelöst. Das heißt, es kann direkt ein Crash Report gesendet werden. Das heißt, wenn ihr mit diesem Window.error in der Entwicklung auch schon direkt spielt und quasi jeden Error, der da tatsächlich passieren kann, in einen Window.error verwandelt, dann könnt ihr das auch hier direkt machen. Was ich besonders geil finde, ist der Rage-Click-Detector. Ja? Das heißt, wenn man hier mehrfach so wild rumklickt, so richtig, es funktioniert nicht, dann wird dieser Rage-Click-Detector aktiv und dann habt ihr die Möglichkeit, einen Bug-Report zu schicken, beziehungsweise ihr könnt sogar einen Silent-Bug-Report schicken, wenn ihr das wollt. Die Silent-Varianten finde ich jetzt nicht unbedingt so nötig. Man kann ja einfach wenigstens fragen, hey, möchtest du uns vielleicht mitteilen, was schlecht gelaufen ist?
Und ja, dann passt das. Unter App finde ich das auch besonders geil. Also hier übrigens auch noch die Steuerung plus I-Option ist auch immer da. Die kann man natürlich machen. Muss man aber natürlich als Kunde auch wissen, dass das geht. So, unter der App gibt es aber auch zwei Möglichkeiten. Und die finde ich super. Denn man hat ja einmal die Möglichkeit, sein Handy wild zu schütteln. Und wer Element benutzt, der kennt das vielleicht. Wenn ihr bei Element, also bei dem Messenger-Element, euer Handy ganz wild schüttelt, dann wird eine Shake-Gesture verstanden. Das heißt, man erkennt, oh, da ist gerade jemand nicht so glücklich, der schüttelt gerade sein Handy, weil er so wütend ist, so ungefähr. Und dann wird auch ein Bug-Report vorgeschlagen sozusagen. Und man hat die Möglichkeit, auch einfach einen Screenshot von der App zu machen und dann wird man auch gefragt, hey, möchtest du uns vielleicht was senden? Die Option mache ich jetzt hier mal raus, die brauche ich nicht unbedingt, aber die andere finde ich super. Okay, also das sind eure Möglichkeiten und ich glaube, damit kann man sich alles soweit customizen, dass es doch ziemlich nützlich ist und ziemlich, ja, perfekt auch angepasst an eure Situation vielleicht auch. Vor allem, wenn ihr in Richtung Datenschutz ein bisschen mehr machen wollt. Super, dann war es das von meiner Seite für das zweite Video und wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dann, ciao.